Willkommen bei Arguably. Ich bin Maral Salmassi. Mein heutiger Gast ist Rebecca Schönbach, Ökonomin, zertifiziert im Bereich Islamic Finance und seit vielen Jahren Expertin für islamischen Extremismus. Ein zentraler Fokus ihrer Arbeit ist die Frage, wie Gewalt gegen Frauen mit Radikalisierung zusammenhängt und warum ihr konsequentes Benennen kein moralisches Detail, sondern eine Präventionsfrage ist. In diesem Gespräch sprechen wir über Antisemitismus in westlichen Frauenrechtsbewegungen, über die ideologische Verschiebung von Antiimperialismus zum Postkolonialismus und über anti-israelische Kontinuitäten in der radikalen deutschen Linken. Es geht um das Schweigen gegenüber aktuellen Massentötungen durch islamische Regime und um die finanziellen und ideologischen Netzwerke, über die junge Menschen im Westen radikalisiert werden. Bevor wir starten, wenn euch diese Gespräche wichtig sind, abonniert unseren Kanal und hinterlasst ein Like. Das hilft uns sehr, Arguably weiter auszubauen. Rebecca, schön, dass du da bist. Viele sehen Frauenrechte, Antisemitismus und islamistische Ideologie getrennt. Warum gehören diese Themen heute untrennbar zusammen? Also die Gegenbewegung zur Emanzipation von Frauen und Juden kommt eigentlich aus verschiedenen Richtungen, aber trifft halt beide und verbindet eigentlich beide Phänomene. Also sowohl Judenhass als auch Frauenfeindlichkeit finden sich bei Rechtsextremen, bei Islamisten, aber eigentlich bei allen, die in irgendeiner Weise Demokratie und Rechtsstaat abschaffen wollen. Und beides sind ideale Türöffner für antidemokratische Bewegungen. In westlichen feministischen Milieus wird Antisemitismus oft relativiert. Wo kippt Feminismus in eine Ideologie, die antisemitische Narrative übernimmt? Das ist eigentlich eine historische Entwicklung, die gar nicht neu ist. Also seit dem 7. Oktober, seit dem Massaker der Hamas, sehen wir das natürlich verstärkt, weil gerade sehr bekannte feministische Organisationen, vor allem die UN-Organisation für Frauenrechte, entweder lange gebraucht haben, um die sexuelle Gewalt gegen israelische Frauen überhaupt anzuerkennen und zu verurteilen, oder teilweise ganz geschwiegen haben. Aber das Phänomen gibt es seit den 80er Jahren. In der sogenannten zweiten Frauenbewegung, die entstanden ist in den 70er Jahren, wo es darum ging, individuelle Rechte für Frauen zu erkämpfen, vor allem gegen den kirchlichen Einfluss, also das Recht, nachts auf die Straße zu gehen, im Minirock alleine unterwegs zu sein, also eigentlich grundlegende Selbstbestimmungsrechte für Frauen zu erkämpfen gegen die Keuschheitsregeln der unter anderem katholischen Kirche. Gab es starke Frauenbewegungen, die international verbunden waren. Also die Frauen im Iran sind gleichzeitig auf die Straße gegangen, die Frauen in Nordafrika sind auf die Straße gegangen, da halt gegen islamistische Bestrebungen ihre Rechte zu beschneiden. Bekanntermaßen war Simone de Beauvoir im Iran mit den Frauen auf der Straße, als die Ayatollahs die Macht ergriffen haben im Iran. Also es gab internationale Solidarität gegen ein Phänomen, was Frauen ihrer Rechte beraubt, das hauptsächlich religiös begründet wurde. Aber mit dem ersten Libanonkrieg, dem Libanonkrieg 1982, gab es zum Beispiel in England eine Spaltung in Frauenkollektiven. Die waren ja oft linke Frauenbewegungen. Die Frauenbewegung kommt aus der linken Ecke. Und das bekannteste feministische Kollektiv und Magazin damals hieß The Spare Rib. Also die Ersatzrippe in Anspielung auf Adam und Eva. Adam und Eva. Und da gab es dann Frauen mit migrantischem Hintergrund in Großbritannien, die argumentiert haben, dass israelische Frauen schon damals im Libanonkrieg keine Opfer sind. Also Gewalt gegen Israelis gerechtfertigt werden könnte. Und das hat zu einer Spaltung innerhalb der feministischen Kollektive geführt, die bei diesem Magazin besonders krass war, weil das über einen Verlauf von 2 Jahren eine öffentlich geführte Diskussion gab, an deren Ende dann tatsächlich jüdische Frauen ausgeschlossen wurden. Und da sieht man im Verlauf der Diskussion ganz klar, dass plötzlich ein Wechsel stattgefunden hat innerhalb der Frauenbewegung, weg von individuellen Rechten, die ja auch gelten für jede Frau, egal aus welcher Gruppe, egal aus welcher Religion, egal welche Hautfarbe sie ist, wenn sie angegriffen wird, hin zu Gruppenidentitäten. Und jüdische Frauen wurden mit israelischen Frauen gleichgesetzt,
obwohl sie natürlich englische Jüdinnen waren und nichts mit Israel zu tun hatten. Und dann gleichgesetzt mit einer Gruppe, die als mächtig, privilegiert, reich gesehen wurde und damit per se nicht als Opfer, sondern als Täter. In dieser Perspektive. Also es hat ein Wechsel stattgefunden innerhalb feministischer Bewegung, weg von individuellen Frauenrechten hin zu Kollektiven. Und da sind dann jüdische Frauen ausgeschlossen wurden und Antisemitismus wurde immer mehr gerechtfertigt. Und diese Tendenz hat sich dann akademisch institutionalisiert mit Vorreiterinnen unter anderem wie die bekannte Judith Butler, die das propagiert und es heute in bestimmten Fachrichtungen an Universitäten Mainstream, sodass wenn Frauen aus in Anführungsstrichen privilegierten Gruppen Opfer werden. Und das ist natürlich ein antisemitisches Narrativ, dass israelische Frauen Israelinnen sind meistens nicht weiß, sind nicht privilegiert und sind nicht reich. Aber dieses antisemitische Vorteil wird auf die Gruppe übertragen. Wenn die dann plötzlich Opfer werden, und zwar von Tätern aus einer in Anführungsstrichen unterprivilegierten Gruppe, wird deren Leid nicht anerkannt, weil es nicht mehr in dieses kollektive, auf Gruppen bezogene Weltbild passt. Und genau das sehen wir wie unter einem Brennglas seit dem 7. Oktober. Ja, das stimmt. Du hast aber auch Beauvoir gerade interessanterweise erwähnt. Sie war ja mit ihrem Mann Sartre maßgeblich an den Demonstrationen, an der Organisation der Demonstrationen damals, die pro-chomeinistischen Anti-Schah-Demonstrationen in Paris ja beteiligt. Zunächst ja, aber sie ist eine der wenigen Frauen, unter anderem auch Alice Schwarzer, die die Gefahr von Islamismus sehr schnell erkannt haben. Ja, aber erst nachdem es zu spät war. Natürlich, aber das war ja allgemein ein Versagen damals tatsächlich der linken Gruppen. Genau. Allerdings haben dann ja innerhalb, und da gibt es dann wieder eine Spaltung bei den Frauen, die bei individuellen Menschenrechten geblieben sind. Und dazu gehört sowohl Simone de Beauvoir und damals, mittlerweile ist es leider etwas anders, was Alice Schwarzer angeht, aber damals zumindest auch Alice Schwarzer, die gesagt haben, nein, die Menschenrechte gelten für alle Frauen, auch für die Iranerinnen, auch wenn sie von Gewalt durch Islamisten betroffen sind. Und die sich solidarisch gezeigt haben, während andere dann schon in einer Art und Weise kulturrelativistisch waren und eben dieses gruppenbezogene Denken eingeführt haben. Aber Simone de Beauvoir hat ihr Leben lang tatsächlich die Menschenrechte für Frauen vertreten. Das muss man ihr schon lassen. Also sie hat die Fehler sehr schnell erkannt. Anders als linke Männer wie Foucault. Ja, genau. Foucault war ja eine Katastrophe. Genau, aber da muss man schon sagen, es gibt eben gerade innerhalb der Linken eine starke prozionistische Bewegung, die dann sehr schnell gegriffen hat. Und die besten Schriften zu linkem Antifeminismus, zu linkem Antisemitismus sind ja von Linken geschrieben worden. Und aktuell zum Beispiel Wissenschaftlerinnen wie Karin Stöckner, Ulrike Becker, also aus der linken Szene starke Stimmen, die Antisemitismus sehr treffend und sehr genau, Sascha Wojnwunkowitsch, beschreiben. Ne? Stimmt. Warum wird in Teilen der Linken Gewalt gegen Frauen relativiert, deiner Meinung nach? Ich glaube, weil das Weltbild zusammenbricht. Genau dieses kollektivistische, in Gruppen denkende Weltbild bricht zusammen, wenn Frauen aus vermeintlich privilegierten Gruppen Opfer werden und die Täter gerade vermeintlich unterprivilegierten Gruppen entspringen. Und das Problem, was die haben, ist ja im Prinzip eine rassistische Sichtweise auf vermeintliche Opfergruppen. Das hat man nicht nur, was den 7. Oktober betrifft, wo es eben palästinensische Täter sind, sondern auch, wenn wir die Diskussion erinnern, nach der Kölner nach der Nacht von 2015 auf 2016 mit Massenübergriffen, unter anderem im Kölner Hauptbahnhof, aber nicht nur, sondern auch in verschiedenen Städten. Also da einzusehen, dass es durchaus Täter gibt, die von Rassismus betroffen sind, weil natürlich sind diese Täter von Rassismus betroffen, das macht sie aber nicht weniger zu Tätern. Und da dann auch, wenn man in Kollektiven denkt, kann man natürlich nicht mehr zwischen Tätern und Migranten unterscheiden. Das heißt, plötzlich muss man sehen, dass Migranten nicht Migranten sind und Muslime nicht Muslime, sondern Individuen. Und Individuen können gut sein, schlecht sein, beides, können Täter sein, können Opfer sein. Und da zurückzukehren zu einer nicht rassistischen, kollektivistischen Sicht auf Menschen und zu erkennen, dass das tatsächlich rassistisch ist, Leute durch ein kollektives Schema zu betrachten, das bringt natürlich das eigene Weltbild zum Einsturz.
Und da ist dann gerade bei Gewalt gegen Frauen eine Schranke, weil die meisten Frauen, die betroffen sind von dieser Gewalt durch diese Täter, sind ja gar nicht weiße privilegierte Frauen, für die Mehrheit bei der Kölner Domplatte, sondern muslimische Frauen. Ja. Also die meisten Frauen, die betroffen sind von islamistischer Gewalt, sind Musliminnen, die sich nicht islamistischen Regeln beugen oder die gezwungen werden, sich islamistischen Regeln zu beugen. Und das interessiert ja leider sehr, sehr wenig Leute, auch in der vermeintlichen Linken. Ja, da sagst du was. Das ist also gerade bei diesen Palästina-Aktivisten, ich habe das Gefühl, es ist eher so identitätspolitisch, es ist ein Identitätsmarker, sagen wir mal so, ihr Aktivismus für Palästina. Und die sind ja auch bereit, Frauen aus dem Iran, Afghanistan und Sudan unsichtbar zu machen dafür. Es gibt da so eine kognitive Dissonanz. Ich habe gestern zum Beispiel nochmal geguckt in sehr linken, vermeintlich pro-palästinensischen Gruppen. Die sind ja nicht pro-palästinensisch, sondern die sind pro-Terror. Ja. Die setzen sich ja nicht für palästinensische Frauen ein, weil sonst hätten sie sich zum Beispiel bei den größten feministischen Protesten der Palästinenserinnen eingesetzt. Wenn man die fragt, wann waren die? Nee, das wissen die nicht. Genau, 2019. 20.000 Palästinenserinnen, mindestens Tausende von Palästinenserinnen in Gaza, in der Westbank auf der Straße. Gegen was? Gegen Ehrenmord. Ja. Keiner von denen hat damals die Klappe aufgemacht. Keiner von denen weiß das. Ja. Das wäre pro-palästinensisches Engagement, wenn Frauen auf die Straße gehen würden, um gegen die Unterdrückung von Palästinenserinnen durch ihre Männer, durch die Herrschaftsstruktur der Hamas zu protestieren, gegen das Patriarchat in Gaza. Ja. Aber das tun die ja nicht. Gleichzeitig gibt es aber große, vermeintlich pro-palästinensische feministische Gruppen, die durchaus gegen die Mullahs posten oder sogar demonstrieren. Das gab es stärker vor dem 7. Oktober. Ja. Und seitdem merkt man halt den Einfluss von iranischen Gruppierungen, die diese Proteste massiv versuchen zu unterdrücken. Aber es gibt es immer noch. Also es gibt da eine kognitive Dissonanz, dass die sich gegen die Mullahs einsetzen, aber nicht erkennen wollen, dass es diese Art von Unterdrückung, islamistischer Unterdrückung, auch in Gaza gibt, weil die Hamas setzt auch Verhüllung von Frauen durch, lässt Frauen nicht alleine reisen und so weiter. Also die ganze frauenfeindliche Masche der Islamisten wird da auch durchgesetzt gegen palästinensische Frauen. Und natürlich hier in den Communities wird es auch ignoriert von diesen Frauen. Also das ist wirklich... Ja, das kriegen wir hier in Berlin ganz stark mit. Sehr stark. Es ist nicht logisch zu erklären, aber es ist da. Und es gibt tatsächlich, die gehen gegen die Mullahs auf die Straße, die gehen gegen die Taliban auf die Straße, aber sie gehen nicht gegen die Hamas auf die Straße. Die deutsche Linke hat eine lange anti-imperialistische Tradition. Die hat sich aber irgendwie verschoben. Und auch die Rhetorik, es heißt ja jetzt postkolonial, intersektional, antiwestlich. Wo siehst du die ideologischen Kontinuitäten? Na, die anti-imperialistische Linke, also die sich vor allem gegen die USA gerichtet hat, ist immer noch die anti-imperialistische Linke und die ist auch diejenige, die antisemitische Stereotype auf Israel projiziert, aber auch auf die USA. Ja. Eben dieses privilegiert, mächtig, alles bestimmend. Und das sind auch die Leute, die dann sich mit Terrororganisationen solidarisch zeigen, weil sie glauben, dass diese Terrororganisationen gegen die USA kämpfen. Das ist schon eine Kontinuität. Und dann gibt es aber eben die Linke, die sich emanzipiert und gegen diese Bewegung stellt und die wieder zurück auf Menschenrechte auf individueller Basis will. Und sie sind in der Minderheit, aber glücklicherweise gibt es sie. Also es gibt Organisationen oder Kneipen wie das Beisel in Berlin, die hervorragende Arbeit gegen Antisemitismus machen. Ja. Es gibt hervorragende Journalisten im linken Milieu wie Nicolas Potter oder Lotta Meyer in der Schweiz, die massiv angegriffen werden aus den eigenen linken Reihen, die da ganz klar auf dieses Phänomen hinweisen. Die sind aber leider mittlerweile in der Minderheit, was sicher auch damit zusammenhängt, dass sie massiv bedroht werden. Also Nicolas Potter wurde ja sogar öffentlich plakatiert mit dem roten Hamas-Dreieck. Das ist im Prinzip ein Mordaufruf. Also man braucht innerhalb der linken Szene sehr viel Stamina und vor allem aber auch sehr viel Mut, um sich zu distanzieren, aber auch die zu kritisieren aktiv.
Er wurde ja auch ich glaube, es waren russische extremistische. Es war eine russische Plattform, die ihn da markiert hat. Und es ist aber aufgegriffen worden von verschiedenen Gruppen in Berlin. Ja. Und die Polizei ermittelt noch wegen dieser Mordaufrufe gegen ihn. Ich habe das Gefühl, dass vieles diese intersektionale und so weiter eigentlich Überbleibsel der Sowjetunion sind. Dass es Sowjetpropaganda ist. Teilweise. Also die Sowjetunion hat erkannt, dass sie im weltlichen Bereich nicht mit dem kapitalistischen System konkurrieren kann, also wirtschaftlich schon gar nicht, aber auch nicht sozial, also dass tatsächlich in demokratischen, freien Gesellschaften es den Leuten deutlich besser geht. Ja. Und sie haben auch sehr schnell erkannt, dass ein Gegenmittel, also dass sie nicht gewinnen können im Wettbewerb der Ideen, aber wo sie gewinnen können, ist im Zerstören von demokratischen Ideen. Ja. Und da ist natürlich das beste Gegenmittel tatsächlich Antisemitismus. Antisemitismus ist wahrscheinlich der Brandbeschleuniger, der das Vertrauen in Rechtsstaat und Demokratie erschüttert, indem man eben eine Gruppe sich herauspickt und der die Schuld in die Schuhe schiebt. Und es ist sehr verführerisch für alle, die unzufrieden sind und nicht die Verantwortung für das eigene System, das eigene Leben übernehmen wollen, dann auf eine andere Gruppe zu zeigen. Also jetzt mal in sehr grober Kurzfassung. Also die sowjetische Propaganda hat Antisemitismus genutzt, nicht nur grob wie über die Protokolle der Weisen von Zion, diese Erfindung, die antisemitische, die bis heute kursiert, vor allem natürlich auch in islamistischen Zirkeln, sondern auch in antiimperialistischen Kreisen feingetunt. Intersektionale Bewegungen sind nochmal eine Abweichung davon, weil intersektional ist ja im Prinzip eine Theorie in den USA entstanden von Kearnshaw, die ursprünglich tatsächlich die individuelle Situation betrachtet hat. Und zwar ging es um schwarze Fabrikarbeiterinnen, die nicht nur von ihren weißen Vorgesetzten unterdrückt wurden, sondern auch von ihren schwarzen Kollegen. Und ursprünglich war die Theorie, dass man die individuelle Situation betrachten muss. Hautfarbe, Geschlecht in einer Situation, schwarze Kollegen, weiße Vorgesetzte, Mehrfachdiskriminierung wegen Geschlecht, wegen Hautfarbe, durch verschiedene Aspekte. Und die ist aber Kearnshaw selber hat sich wegbewegt von diesem individuellen Ansatz zu Gruppen. Und die Gruppenhierarchisierung im intersektionalen Denken ist dann eben weiß, privilegiert, reich. Und unterste Stufe ist dann eben andere Hautfarbe, andere Religion in einer mehrheitlich weißen Gesellschaft. Und dieses Denken hat sich leider durchgesetzt. Aber die ursprüngliche Idee im Intersektionalen war schon die Betrachtung der individuellen Situation, was dann zum Beispiel bei Islamisten sein könnte, eine Frau im islamistischen Kontext ist betroffen durch ihr Geschlecht, Geschlechterdiskriminierung, aber wenn sie schwarz ist, zum Beispiel in arabischen Gesellschaften, womöglich auch noch durch Rassismus von Arabern gegen Schwarze. Ja. Oder als arabische Frau in einer mehrheitlich türkischen Gesellschaft von Rassismus wegen Geschlecht, Diskriminierung wegen Geschlecht, aber Rassismus auch, weil sie zum Beispiel Araberin unter Türken ist, möglicherweise, ne, hypothetisch. Ja, also da gibt es dann eben mehrfach Szenarien und da würde dann die individuelle Situation betrachtet, aber davon ist man eben weggekommen. Okay, das ist echt interessant. Also immer sehr verkürzt, ne? Ja. Ich nehme es jetzt sozusagen holzschnittartig auseinander, aber das ist die Kernessenz. Ja. Israel nimmt ja immer in diesen Diskursen eine Sonderrolle ein. Wie erklärst du dir, dass ausgerechnet der jüdische Staat als globaler Unterdrücker dargestellt wird? Es ist ein altes antisemitisches Stereotyp und es hat sich halt eingebürgert, dass man Israel kritisieren kann. Ich muss noch eine Sache einwerfen. Vor allem, wir sollten auch den Kontrast, die islamischen Imperien noch mit reinnehmen, weil die werden ja auch noch ignoriert. Die Umgebung von Israel wird ignoriert. Ja, also komplett, es wird ja so getan, als wenn Israel nicht unter Beschuss wäre oder beziehungsweise berechtigterweise sogar unter Beschuss. Und das eine ist natürlich die eigene Entlastung, zu sagen, ich bin ja gar kein Antisemit, ich kritisiere ja nur Israel, beziehungsweise meistens die israelische Regierung, was ja durchaus legitim ist. Natürlich darf man die israelische Regierung kritisieren, machen die Israelis ja massenweise. Aber die Existenz Israels anzuzweifeln, wird halt immer hoffähiger. Ja. Also es ist immer
leider zunehmend normal geworden zu sagen, die haben nicht das Recht, sich zu verteidigen oder die haben nicht das Recht zu überleben. Und das ist natürlich eine extrem gefährliche Entwicklung. Und das Antisemitismus gab es immer, nicht nur an den Rändern, nicht nur im extremistischen Bereich, sondern auch in der Mitte der Gesellschaft. Und es ist immer ein latent vorhandenes Phänomen, was so lange halbwegs unter Kontrolle ist und nicht zum Ausbruch in Gewalt gebracht wird, wie man es tatsächlich als das darstellt, was es ist, nämlich als verachtenswert. Dadurch, dass aber Israel nicht mehr also es ist nicht mehr als verachtenswert gilt, Israel die Existenz abzusprechen, wird es immer hoffähiger, nicht nur Israel vernichten zu wollen, sondern jüdisches Leben hier. Mhm. Und dadurch werden natürlich Übergriffe auf Jüdinnen und Juden legitim, aus Sicht der Täter. Und dass das passiert, ich glaube, es ist Antisemitismus, der immer vorhanden war und der verstärkt wird durch verschiedene Faktoren. Also erstmal dadurch, dass es jetzt legitim scheint, ihn auszuleben und zu artikulieren, dass Leute sich nicht mehr zurückhalten, dass die Leute überhaupt keine Ahnung vom Nahen Osten haben, also wirklich gar keine, weder was Israel angeht, noch was Saudi-Arabien angeht, noch was die Vereinigten Arabischen Emirate angeht und noch sehr viel weniger, was die Situation von Palästinensern angeht. Also die Leute haben wirklich Faktenwissen ist Null. Und dann überträgt man halt, Antisemitismus ist ja so wandelbar. Antisemit ist immer, also man hat als Antisemiten verwenden immer das gerade aktuelle Klischee des Bösen. Und in unserer Zeit ist das Böse der Rassismus. Was ja zu Recht kritisiert wird. Natürlich sollte man Rassismus scharf kritisieren und vor allem auch dagegen etwas tun. Aber Israelis werden jetzt als Rassisten gebrandmarkt. Als das aktuell Böse. Also man projiziert immer das Feindbild mit antisemitischen Untertönen auf die Juden und letztendlich auf den jüdischen Staat und erlaubt sich damit, den eigenen Hass freien Lauf zu lassen. Ja, aber ich finde das so interessant, deswegen habe ich noch diesen Einwurf gebracht. Diese anti-imperialistischen, antikolonialistischen Gutmenschen ignorieren, also verurteilen Israel, aber ignorieren die größte imperialistische, kolonialistische Macht im Nahen Osten, nämlich die Kalifate und so weiter und so fort, also ist die islamische, Vorherrschaft. Das hängt aber auch mit diesem intersektionalen Denken zusammen, dass innerhalb einer unterprivilegierten, in Anführungszeichen, Gruppe es keine Täter und Opfer gibt. Alle sind Opfer. Das heißt, man erkennt die Unterdrückungsmechanismen von Islamisten nicht mehr. Und dann gibt es natürlich noch die rassistische Sichtweise, die auch unsere Integrationspolitik prägt, dass die Leute so leben wollen. Es gibt ja das rassistische Stereotyp, das gerade massenweise von Iranern und Iranerinnen wieder widerlegt wird mit dem Kampf um eigene Selbstbestimmung, indem sie sogar ihr Leben opfern, gegen Islamismus, wird immer wieder angenommen, aber die wollen das doch. Also wenn ich zum Beispiel über Ehrenmorde rede, wenn ich über das... ich meine aber historisch. Also erstmal müssen wir uns angucken, wie viele Länder im Nahen Osten und im Nordafrika inzwischen Arabisch sprechen. Ja, da gibt es natürlich sehr wohl Forschung, die wird nur ignoriert, weil sie eben von den Betroffenen kommt. Fatima Mernissi, Marie-Elie Lucas. Da gibt es tolle feministische Forscherinnen, die das aufgearbeitet haben und das präzise beschreiben. Die werden nur vom Westen komplett ignoriert. Die ganze Diversität wurde über, ich denke mal, 1400 Jahre, klar, gibt es Islam, aber so richtig islamisiert haben die in den ersten 600 Jahren. Na, es gab so Wellen, ne? Also es gibt ja die letzte Welle, ist ja tatsächlich, du siehst ja die also das ist dann tatsächlich islamistische Machtergreifung, quasi von Algerien über Ägypten, über bis zum Iran, Ende der 70er Jahre. Im Prinzip mit der Machtübernahme im Iran, gleichzeitig waren überall islamistische Strömungen an die Macht gekommen. Und es gab Wellen von islamischer Verbreitung, wie auch immer man die nennen will, ob es jetzt Eroberung ist, je nach Perspektive kann man auch sagen, es ist sozusagen der Kreuzzug, egal ob es nun christlicher oder wie auch immer, da gibt es tatsächlich eine Diskussion. Es war ein islamischer Kreuzzug, klar. Klar, in einer gewissen Art und Weise, aber natürlich ist das etwas, ich halte nicht viel davon, also ich finde es sehr gut, das wissenschaftlich zu betrachten. Wovon ich nicht viel halte, ist zu argumentieren,
dass die einen legitim waren, die anderen nicht. Also diese Art, Gewalt gegeneinander zu setzen und zu sagen, das eine ist legitim, das andere nicht, halte ich für einen Fehler. Und letztendlich, wir können die dekolonialen Theorien natürlich kritisieren, weil sie genau diese Phänomene ignorieren, ne? Die Arabisierung, die Islamisierung, der Sklavenhandel in der arabischen Welt, all diese Phänomene, die absolut ignorieren. Weil sie nämlich weiße, privilegierte junge Frauen sind in der Mehrheit, die das nicht zur Kenntnis nehmen. Und dabei sind viel mehr Afrikaner umgekommen, weil sie auch noch kastriert wurden. Das wird überhaupt nicht besprochen, ne? Also diese ganzen Sklavenphänomene in der arabischen Welt, es gibt ja heute noch Sklaven in der arabischen Welt, das wird komplett ignoriert. Und das finde ich sehr problematisch bei dieser Debatte. Ja, was mir aufstößt, ist, dass oft verwandt wird, als Gegenmodell gegen die Kritik von weißen Sklavenhändlern. Und da wehre ich mich dagegen, weil es ist zu verurteilen, egal ob es arabische Sklavenhändler oder weiße Sklavenhändler sind. Also ich wehre mich sozusagen gegen den Kulturkampf, wo man die einen gegen die anderen aufrechnet, sondern man sollte diese Phänomene grundsätzlich verurteilen. Genau, die müssen beide verurteilt werden und das tun sie eben nicht. Das stimmt. Ja. Aber das ist eben von beiden Seiten häufig, dass es nicht verurteilt wird. Das ist sowohl bei der Linken als auch teilweise bei der MAGA-Bewegung, dass da die Augen verschlossen werden vor den jeweils eigenen Verbrechen. Ne? Ja, total. Aber was ja auch ignoriert wird, ist der aktuelle Zustand. Du hast zum Beispiel im Iran, aber auch in allen anderen in den Golfstaaten Vormundschaftsgesetze gegen Frauen. Ja. Das heißt, Frauen sind keine mündigen Menschen. Nicht in Saudi-Arabien, nicht in den Vereinigten Arabischen Emiraten, nicht in Katar. Überall brauchen die Frauen einen männlichen Vormund. Die können teilweise nicht mal einkaufen gehen, ohne um Erlaubnis zu fragen. Genau, es hat sich reformiert. In einer gewissen Art und Weise. Gerade Saudi-Arabien hat da Schritte gemacht zur individuellen Freiheit, weil der Kronprinz gemerkt hat, dass das Volk das nicht mehr mitmacht und damit leichte persönliche Freiheit gestattet im Austausch gegen politische Unterwerfung. Aber natürlich gibt es das Vormundschaftsgesetz letztendlich immer noch. Das heißt, Frauen können ihren Partner nicht wählen, sie dürfen nicht alleine entscheiden, welchen Bildungsweg sie einschlagen, ob sie arbeiten gehen und. Und das ist etwas, was komplett ignoriert wird von der Mehrheit der Frauenrechtsbewegung und Organisationen. Und damit natürlich dann auch die gleichen, nicht formal durchgesetzten, aber innerhalb der Communities durchgesetzten Unterdrückung von Frauen im Westen, die dann eben auch nicht thematisiert werden. Ist der heutige Postkolonialismus aus deiner Sicht noch ein analytisches Instrument? Ich habe es jetzt glücklicherweise nicht studieren müssen. Ich bin Volkswirtin. Was ich sehe, ist, dass akademische Forschung, gerade in den Geisteswissenschaften, immer mehr politisch geprägt wird. Also sehr oft ist es wissenschaftlicher Aktivismus und nicht mehr Forschung. Und das ist natürlich eine enorm traurige Entwicklung. Jetzt nicht nur, was das Phänomen, das wir heute besprechen, Antisemitismus und Feminismus angeht, sondern insgesamt ein schlechtes Zeichen für Forschung. Ja. Wenn junge Leute sich nicht mehr trauen, bestimmte Themen anzuschauen oder sich dem Gruppendruck beugen oder Professoren unter Druck geraten, die dem Mehrheitsmeinung widersprechen, dann haben wir ein wahnsinniges Problem. Das, was ich bisher sehe, Judith Butler, ist sicher kein wissenschaftliches Phänomen mehr. Ja, Judith Butler ist auf jeden Fall aus meiner Sicht Esoterik. Ich denke, sie ist einfach Ideologin. Ja. Es hat nichts mit Wissenschaft zu tun. Es sind wirklich. Das ist eine ideologische Prägung. Natürlich ist man immer politisch irgendwo geprägt, aber wenn man diese Überzeugung vor wissenschaftliche Erkenntnisse stellt, dann bekommen wir halt ein Problem. Ja. Und wenn sich das dann institutionalisiert, weil es bleibt ja nicht bei akademischen Papern, sondern es wird ja umgesetzt in politische Handlungsempfehlungen, in Förderung von NGOs und so weiter. Und da wird es dann sehr, sehr kritisch. Ja, und genau da gehen wir jetzt mal drauf ein. Ideologie verbreitet sich ja nicht nur über Sprache, sondern über diese Finanznetzwerke ganz stark. Stiftungen, NGOs und so weiter. Welche Rolle spielen sie denn? Also bei der Präventionsarbeit, Deradikalisierungsarbeit eine enorm große, aber auch bei Empowerment-Projekten, gerade für junge Frauen und vor allem Frauen aus migrantischen Projekten, spielen die eine sehr, sehr große Rolle. Und da ist natürlich die Frage, welche Kriterien legt man an? Und was wir sehen, gerade was jetzt, ich bin ja beruflich im Bereich der Terrorismus- und Extremismusbekämpfung tätig, ist, dass sich eine ganze Landschaft ausgebildet hat,
die ohne wissenschaftlich fundierte Kriterien agiert. Also es gibt sehr wenig evidenzbasierte Forschung. Und ich bestehe auf evidenzbasierter Forschung, weil Forschung im Theoriebereich über Radikalisierung und Deradikalisierung, über soziologische Marker, die zu bestimmten Radikalisierungsverläufen führen, nach wie vor erstaunlicherweise äußerst dünn ist und es damit auch keine wissenschaftlich fundierten Kriterien für die Bekämpfung und für die jeweils finanzierten NGOs gibt. Also wir haben zum Beispiel bei einer der größten NGOs in Deutschland, die in fast allen Bundesländern Deradikalisierungsarbeit und Präventionsarbeit macht, ist der Leiter ein sehr renommierter Rechtsextremismus-Experte. Und beim Rechtsextremismus ist es sicher unglaublich gut, was er gemacht hat. Aber man kann diese Konzepte nicht auf islamistische Bereiche übertragen. Ja, nee. Und das ist aber genau, was passiert ist. Und das lag natürlich auch daran, dass vor 20 Jahren die Forschung noch nicht begonnen hatte, aber mittlerweile ist es erstaunlich, wie wenig fundierte, evidenzbasierte Forschung in dem Bereich existiert, sodass man auch Kriterien entwickeln können müsste für Deradikalisierungs- und Präventionsarbeit. Und das ist halt nicht der Fall, was natürlich teilweise auch der Notwendigkeit, irgendwas zu tun, geschuldet war. Das heißt, man hat halt genommen, wer da war. Und das hat Tür und Tor geöffnet für eine Art von Fördersumpf, der nicht nur politisch beeinflusst wurde, sondern halt auch über persönliche Beziehungen ging und damit halt auch natürlich große Einfallstore für Korruption geboten hat. Ne? Und wir haben ja nach wie vor keine klaren Kriterien. Es gibt ein paar Kriterien bei Demokratie leben, die sind in der Regel formal. Also Mittelverwendung für XY, ja, die Mittel wurden dafür verwendet, das Projekt ist abgeschlossen, es ist alles auf dem Papier fein, aber die inhaltlichen Ergebnisse, die werden eben nicht evaluiert. Oder viel zu wenig, meiner Meinung nach. Woran liegt das? Ich glaube, es ist ein bisschen, einerseits ist es Hilflosigkeit dem Phänomen gegenüber, dann ist es tatsächlich der gute Wille, was zu tun. Und man hat gedacht, lieber das als gar nichts tun. Das lässt sich politisch auch schlecht verkaufen, nicht zu fördern, was Deradikalisierung und Präventionsarbeit angeht. Und dann ist es, glaube ich, tatsächlich so eine Art rassistische Sicht auf Einwanderungsgruppen. Also Menschen, die aus mehrheitlich islamischen Ländern kommen, werden generell als Muslime gesehen. Also ganz egal, ob sie Assyrer, Christ, irgendwelche anderen Christen oder Atheisten sind oder in irgendeiner Weise eine Minderheit oder einfach religionsfrei oder einfach gläubig, aber also muslimisch sozialisiert, aber nicht gläubig, was ja viele sind. Die absolute Mehrheit würde ich so beschreiben. Die gehen vielleicht an hohen Feiertagen einmal in die Moschee, wenn überhaupt, und feiern das Zuckerfest, aber ansonsten haben sie damit überhaupt nichts mehr zu tun. So ein bisschen wie die Kulturchristen hier Weihnachten feiern und nicht wissen, dass Ostern das höchste christliche Fest ist. Ja. So leben ja auch die meisten Muslime. Aber pauschal, wer zu uns kommt, ich beschreibe das in der Politikberatung immer mit einem Beispiel. Ich bitte die Leute, sich vorzustellen, sie müssten flüchten. Du kommst aus Deutschland, aus irgendeinem Grund musst du flüchten. Wir werden angegriffen, Chaos bricht aus, du flüchtest mit deiner Familie in Sicherheit. Du landest in einem asiatischen Land und du kommst aus Deutschland, das heißt, du kommst an und du wirst angenommen als Christ. Nicht als Arzt, nicht als Islamwissenschaftler, nicht als Lehrerin, du bist nur Christ oder Christin. So wirst du eingeordnet, wenn du kommst. Das heißt, die Integrationsmaßnahme, der du zugeordnet wirst, ist die Kirche. Und nicht irgendeine Kirche, sondern Opus Dei. Homophob, antisemitisch, frauenfeindlich. Das ist unsere Integrationspolitik. Und das ist das rassistische Stereotyp, mit dem wir seit über 20 Jahren oder länger Integrationspolitik betreiben und die nur dazu führen kann, dass Extremisten quasi die Gatekeeper werden, weil die bieten sich dann natürlich an als Integrationsprojekte für eine ganze diverse Masse an Individuen, die überhaupt nicht in diese Kategorie passen, die aber gezwungen werden, sich als Muslime zu integrieren. Ja. Das kann nur zur Radikalisierung führen. Das geht gar nicht anders. Das ist ein absolut absurdes Konzept von Integration. Absolut. Die Gatekeeper sind ja schon radikal. Genau, die sind halt die Organisierten. Ja, jemand wie wir, weiß nicht, du hast andere Ansichten zur iranischen Opposition als ich. Wir haben vielleicht wirtschaftspolitisch verschiedene Ansichten. Wir sind einfach Individuen. So sind die muslimischen
in Anführungszeichen, Communities auch. Die einen sind Sozialdemokraten, die anderen sind Atheisten, die dritten sind Anarchisten, die anderen sind Monarchisten, was auch immer. Und dann haben sie verschiedene Hobbys und verschiedene politische Ansichten und sind sich in nichts einig. Das heißt, sie sind überhaupt nicht organisiert, während Ideologen, vor allem Islamisten, sehr gut organisiert sind und alle persönlichen Differenzen zurückstellen hinter das gemeinsame Ziel. Das heißt, die sind da. Die sehen seriös aus, die tragen Krawatte, die haben auch Konzepte und bieten sich halt an. Und die werden dann eben genommen. Und wenn dann jemand mit Hamas-Prediger mal fotografiert wurde, wie ein gewisser Herr aus Neukölln, der einer der größten Moscheen in Neukölln leitet, sagt er, doch, ich wusste gar nicht, wer das war. Und dann werden beide Augen zugedrückt und man gibt ihm weiter Geld. Das ist eigentlich absurd. Diese Gatekeeper nenne ich ja Rassisten der niedrigen Erwartungen. Das ist wirklich, kann man gar nicht, es trifft es am besten, finde ich. Ist das eine Art Orientalismus? Kommt es aus der Bildung? Oder warum sind die so? Die sehen ja, also allein, die haben ja auch Begriffe eingeführt wie antimuslimischer Rassismus. Islam ist ja keine Rasse. Nee, das ist ein völlig absurdes Konzept. Ja. Das geht zurück tatsächlich auf Propaganda des Regimes im Iran. Ja. Die eine sehr erfolgreiche Strategie, ähnlich der sowjetischen Strategie, die ja auch weitergeführt wird, tatsächlich von Putins Regime entlangläuft. Und die haben halt zunächst Islamophobie als Begriff geprägt, was ja an sich schon absurd ist, gerade wenn wir über Frauenrechte reden. Frauenrechte wurden erkämpft mit Religionskritik. Genau. Das heißt, man muss Religion kritisieren, um Frauenrechte zu erlangen. Egal, ob das Christentum ist, der Islam, Hinduismus, egal welche Religion. Frauenrechte werden erkämpft gegen Keuschheitsregeln der jeweiligen herrschenden Religion. Also ist Islamophobie schon eigentlich ein Alarmsignal als Begriff im Frauenrechtskontext, weil selbstverständlich muss man jede Form der religiösen Beeinflussung kritisieren können, die sich in Frauenrechte einmischt. Das wurde weiterentwickelt als Kampfbegriff und heute nennt man das halt antimuslimischen Rassismus, was an sich ein rassistischer Begriff ist, weil wie du sagst, Muslime sind keine Rasse. Überhaupt Rasse zu institutionalisieren ist schon ein rassistisches Konzept. Ja. Was es allerdings gibt, ist natürlich Muslimfeindlichkeit. Ja. Also es gibt Fälle, wo sich Menschen gegen, vor allem betrifft es Frauen mit Kopftuch, äußerlich erkennbare Musliminnen richten. Und das gibt es sicher. Wie hoch diese Fälle sind, wissen wir nicht, weil gerade die Vertreter dieses Konzepts Islamkritik gleichsetzen mit der tatsächlichen Menschenfeindlichkeit und das sozusagen vermischen. Und da ist es ganz schwer, das auseinanderzunehmen. Und antimuslimischer Rassismus als Konzept ist eben der Versuch, jede Kritik am Islam zu unterbinden, indem man ablenkt wiederum von individuellen Menschenrechten, die auf jeden Fall zu gelten haben. Und wo ich immer kontere ist, wenn wir uns Muslimfeindlichkeit anschauen, sollten wir uns die Muslimfeindlichkeit von Islamisten gegen Musliminnen anschauen. Über 70% der muslimischen Frauen in Deutschland tragen kein Kopftuch. Islamisten sind genau diejenigen, die diese Frauen verschleiern wollen. Das ist bitteschön Muslimfeindlichkeit. Und wir sollten über islamistische Muslimfeindlichkeit reden, weil das ist der größte Phänomenbereich. Zurück auf diese Netzwerke, die radikalisieren, also diese Finanznetzwerke. Kann man von einem moralischen Geldfluss sprechen? Von also gutes Gewissen hier, aber reale Stärkung autoritärer, antisemitischer, frauenfeindlicher Strukturen durch diese Gatekeeper oder die Institutionen, die auch diese Gatekeeper finanzieren. Wie ist das? Ich glaube, es ist eine Mischung aus sich sozusagen moralischer Selbstüberhöhung, dass man was Gutes tut für die auch aus rassistischer Sicht Unterprivilegierten und einer Art von politischer Faulheit. Also es ist einfacher für jemanden zu sagen, ich fördere doch schon, wir machen doch etwas, als sinnvolle Politik zu leisten. Es ist nicht dasselbe, etwas Gutes zu wollen und etwas Gutes zu tun. Aber sich gut zu fühlen, ist also sehr einfach, indem man sagt, aber wir machen doch etwas. Und dann sind es halt gewachsene Strukturen, die teilweise durch Naivität entstanden sind, teilweise durch tatsächlich politische Ideologen, die diese Lücke erkannt haben und sich da eben reingesetzt haben und die Gelder entsprechend verteilen oder eben nicht prüfen. Man sieht ja zum Beispiel, wäre es ja sehr einfach, eine Klausel einzuführen für die Vergabe von staatlicher Förderung. Also man könnte, es steht sogar im Koalitionsvertrag im aktuellen, dass staatlich geförderte Organisationen ihre Finanzierung offenlegen sollen.
Ja. Sehr einfach. Und eigentlich, glaube ich, hätte da keiner was gegen. Und ich denke, das betrifft nicht nur Integrationsarbeit im Sinne von Integrationsarbeit von Muslimen, sondern alle. Also meiner Meinung nach sollte jeder Karnickelzüchterverein, der in irgendeiner Weise staatlich gefördert wird, auf kommunaler Ebene bitte die Finanzen offenlegen. Das halte ich für selbstverständlich. Es sind Steuergelder, die verwendet werden. Ja. Also bitte sagt, woher ihr das Geld kriegt und für was ihr das verwendet. Ja. Da gibt es auch Beispiele. In Frankreich muss man es offenlegen ab Spenden von 10.000 € und ab einem Gesamtvolumen von 253.000. Und das gilt für alle Vereine. Alle. Nicht nur religiöse Vereine, alle Vereine. In Deutschland ist es so, dass die Mehrheit der Vereine tatsächlich ehrenamtlich arbeitet. Das ist auch etwas, was die meisten Leute nicht zur Kenntnis nehmen. Wir haben ein wahnsinniges ehrenamtliches Engagement. 70% der Vereine sind ehrenamtlich. Die Vereine, die politische Arbeit machen, sind gemeinnützige GmbHs, Vereine und Stiftungen. Und da ist dann halt die Frage, also eben bei staatlicher Förderung Finanzierung offenlegen und zum Beispiel Kriterien festlegen. Christina Schröder hatte das ja schon mal vorgeschlagen, eine Klausel, die das aufs Grundgesetz verpflichtet. Meiner Meinung nach würde man fast alle Phänomenbereiche abdecken, gerade auch im rechtsextremistischen Bereich, wo ja auch die russisch-orthodoxe Kirche mittlerweile europaweit einen riesen Einflussbereich hat, den man nicht unterschätzen sollte, indem man eine Klausel einführt, dass antisemitische Aktivitäten ausgeschlossen sind. Und zwar so weit, dass auch Mitarbeiter, die sich antisemitisch äußern, dazu führen, dass der Organisation die Finanzierung entzogen wird. Das würde enorm viel helfen. Ja, natürlich. Es würde die Organisation zu Selbstverantwortung. Und es würde Extremisten ausschließen. Ja. Also gerade wenn ich mir die geförderten Integrationsprojekte in Berlin angucke, da bräuchte man nur ein paar Presseberichte lesen und die fallen raus. Ja, Muslimbrüder sind hier auch langsam ziemlich aktiv. Genau das. Die sagen natürlich nie, sie gehören zu der Muslimbruderschaft, aber allein die Äußerungen zu Israel zum 7. Oktober würden sie disqualifizieren und das zu Recht. Ja, absolut. Und das wäre eine sehr einfache Maßnahme, die man einführen könnte. Und zum Beispiel sieht man in Frankreich, durch diese Maßnahme zur Offenlegung der Finanzierung wandern islamistische Strukturen aus Frankreich ab. Was ja unschön für die Nachbarn, vor allem für uns, weil die kommen hierher, solange wir dann nichts machen. Ja. Und nach Belgien vor allem. Aber man sieht, dass die hauptsächlich gut funktionieren im clandestinen Bereich. Sobald man Scheinwerferlicht drauf hält, können die nicht mehr arbeiten, weil viel davon ist eben diese schöne Schein nach außen und die verdeckten Beziehungen nach innen. Und sobald man die Transparenz macht, man braucht nichts zu verbieten, man muss es nur Transparenz machen. Ja. Und dann hätten wir schon viel gewonnen. Ja, absolut. Du sagst, die Bekämpfung von Gewalt gegen Frauen ist zentral für die Prävention von Radikalisierung. Ja. Was bedeutet das praktisch, jenseits von Sonntagsreden und Symbolpolitik? Das bedeutet, dass Frauenrechte durchgesetzt werden müssen für jede Frau. In Deutschland ist es so, dass Frauen, die von Ehrenmord betroffen sind, es gibt nicht nur islamistische Ehrenmorde, also Frauen, die umgebracht werden, weil sie zum Beispiel das Kopftuch ablegen oder sich ihren Partner selber wählen möchten, sondern es gibt zum Beispiel auch Ehrenmorde unter Jesiden. Das ist eine endogame Gemeinschaft, die keine Heiraten zu externen, also nicht jesidischen Partnern erlaubt. Und da gibt es Ehrenmorde, wenn sich jemand außerhalb der Gemeinschaft verliebt. Jede dieser Formen muss hart bestraft werden, und zwar als das, was sie ist, nämlich politische Gewalt. Das ist keine Gewalt im persönlichen Bereich. Im Moment wird es eingeordnet als Beziehungstat, also oder Partnerschaftsgewalt. Das ist es nicht. Diese Frauen werden nicht von Partnern oder Ex-Partnern umgebracht, sondern es sind geplante Morde, meistens durch die Mitglieder der Familie der Frau oder der Gemeinschaft der Frau. Und die sind politisch motiviert, nämlich die Frau daran zu hindern, ihre hier garantierten Rechte in Anspruch zu nehmen. Und diese politisch motivierten Morde, sogenannte Ehrenmorde, gehen so weit, dass es mittlerweile so ist, dass Frauen, die von dieser Gewalt betroffen sind, ins Ausland geschafft werden müssen, um ihr Leben zu retten. Es reicht manchmal nicht mehr, ihnen eine neue Identität zu geben. Wow. Die haben hier keine Chance. Das heißt, das Phänomen ist kein kleines. Es ist wirklich ein breites Gewaltphänomen. Frauenrechte, also das ist das Offensichtlichste, gerade bei Ehrenmord. Aber da sieht man das Ausmaß. Das fängt aber viel, viel früher an. Das heißt, wenn Mädchen auf dem Schulhof als Schlampe bezeichnet werden, weil der Rock zu kurz ist oder man ein bisschen Ausschnitt sieht, muss eingegriffen werden. Ja. Also Mädchen müssen geschützt werden vor islamistischer
Einflussnahme oder in irgendeiner anderer Form extremistischen Einflussnahme gegen ihre Rechte. Forderungen nach Geschlechtertrennung müssen Konsequenzen haben an Schulen. Man muss mit den Familien arbeiten. In Frankreich gibt es zum Beispiel das Phänomen, dass solche Forderungen, zum Beispiel nach Geschlechtertrennung, gemeldet werden müssen. Die hatten innerhalb von einem Jahr Tausende von Meldungen. Die könnten gar nicht mehr bearbeitet werden. Aber da sieht man, wie groß der Bereich ist. Und es fängt mit sozialem Druck an, der auf Mädchen ausgeübt wird, eben nicht mehr selbstbestimmt zu leben und endet in der Drohung und dann der Durchführung von Gewalt. Und da muss tatsächlich staatlich durchgegriffen werden, weil es ist auch die Pflicht des Staates, alle Bürger in Deutschland zu beschützen, und das gilt auch für muslimische Frauen. Und da würde viel zur Deradikalisierung beigetragen, weil man deutlich macht, dass wir es nicht akzeptieren, wenn Frauen in ihren Rechten beschnitten werden. Und die Grundsäule von Islamismus ist Frauenverachtung. Ja, absolut. Das sieht man in Iran. Genau. Deswegen ganz ist es ja auch deutlich. Institutionalisiert im Iran mit dem Schleierzwang und so weiter. Aber das ist eben etwas, wo man ansetzen könnte, sehr, sehr früh. Und das andere, was festgestellt wurde bei Forschung in England, und das ist phänomenübergreifend interessanterweise, gibt es Studien, dass Extremisten, die zu Terroristen werden, also die Schwelle zur Gewalt überschreiten, häufig vorher aufgefallen sind durch häusliche Gewalt. Das heißt, es gibt eine statistisch signifikante Erhöhung, dass Täter, die vorher schon belangt wurden, weil sie zum Beispiel ihre eigene Familie angegriffen haben, ihre eigene Frau, die eigenen Kinder, eine höhere Gefahr bieten, sich dann auch im Phänomenbereich Rechtsextremismus, Islamismus und so weiter zu Terroristen zu entwickeln. Es gibt sogar einen Staatsanwalt in England, der sagt, er konnte sehen, wer zum Terroristen wird anhand der Vorfälle in häuslicher Gewalt. Also es ist schon, da ist eine Misogynie schon per Default schon vorhanden. Genau. Beziehungsweise es ist halt, wenn man bereit ist, Gewalt anzuwenden gegen die eigene Frau, ist natürlich die Hemmschwelle, Gewalt gegen andere Menschen anzuwenden und die Frauen als niedriger. Zu dehumanisieren ist niedriger. Ne? Die Gewalthemmschwelle wird heruntergesetzt. Es gibt ein ganzes Buch dazu von Joanne Smith, das heißt Homegrown Terrorism. Die hat sich verschiedene Attentäter aus verschiedenen Phänomenbereichen angeguckt, und es zeigt sich tatsächlich in sehr vielen Fällen, zum Beispiel bei dem Attentäter von Manchester, als der größten Attentate, das gegen das Ariana Grande Konzert, eben auch typisch so ein bisschen wie bei den Drohungen gegen Taylor Swift. Junge Frauen, Musik, alles, was nicht ins islamistische Schema gehört, der hat eine Kommilitonin angegriffen, weil sie einen zu kurzen Rock trug, seiner Meinung nach. Also er ist auffällig geworden durch Gewalt gegen Frauen. Ja. Das trifft übrigens auch auf den Attentäter von Hanau zu. Der hat eine Prostituierte angegriffen. Also diese Gewalttätigkeit gegenüber Frauen sollte man stärker einbeziehen in die Beurteilung des Risikos als praktische Maßnahme. Ist das denn nicht auch ein psychologischer Marker? Weil eines der prägnantesten Charakteristiken von Psychopathie oder Narzissmus, narzisstische Persönlichkeitsstörungen, ist Misogynie. Also Rassismus und Misogynie wird diese Persönlichkeitsstörung, also Cluster B nennt sich das, zugeschrieben. Also ich finde, wir müssten eigentlich, ich sage das immer wieder, wir müssten es auch aus der psychologischen Perspektive mehr untersuchen. Diese Phänomene werden psychologisch, finde ich, gar nicht genug es gibt analysiert. Definitiv zu wenig Forschung. Ich bin nun keine Psychologin, deswegen bin ich da sehr vorsichtig. Was ich sagen kann, ist, dass man einen deutlichen Unterschied sieht zwischen Einzeltätern oder was man heute Low-Level-Terrorism nennt. Also sie sind ja nie einzeln, sondern die haben ja immer soziale Verbindungen, in denen sie sich radikalisieren. Und organisierten terroristischen Gruppen. In organisierten terroristischen Gruppen sind die Leute psychisch gesund. Ja. Psychisch ungesunde Menschen sind ein viel zu hohes Risiko für große Operationen, weil die würden sich verraten durch auffälliges Verhalten, die würden plaudern und so weiter. Das heißt, terroristische Gruppen akzeptieren solche Leute in der Regel nicht. Einzeltäter hingegen werden von Terroristen genutzt, also gerade von organisierten Terroristen, um sie zu radikalisieren und zu gucken, was rauskommt. Aber also bei Einzeltätern ist tatsächlich häufig eine Diagnose da. Aber bei organisierten terroristischen Gruppen ist es sehr selten, dass die Leute psychisch krank sind. Die sind in der Mehrheit psychisch gesund.
Na, aber das ist auch ein Spektrum, weil es gibt funktionale antisoziale Persönlichkeitsstörung gibt es, also Psychopathie. Das ist das, aber klar, jetzt Da bin ich nicht, ja, da bin ich wirklich auch die nicht. falsche Person und ich würde mich da in sehr heißes Wasser geben, wenn ich das, aber ich kann jetzt zum Beispiel Studien sagen, die man lesen kann. Zum Beispiel der forensische Psychologe Stefan Tüdex hat dazu der größte deutsche Studie an verurteilten erwachsenen Terroristen im dschihadistischen Bereich durchgeführt. Die würde ich wirklich jedem empfehlen, weil er nämlich genau das feststellt, was ich ihm gesagt habe: ideologische Ausrichtung, entscheidendes Merker und Gewalt in der Kindheit. Eben genau dieses Phänomen, häusliche Gewalt. Und da müsste man hinschauen. Ja. Und dann kann man natürlich weiterentwickeln. Verschiedene Sozialisierung, Resozialisierung ist ein großes Phänomen, gerade Forschung von Stefanie Schmidt zur Resozialisierung, weil wir haben ja so bestimmte Merker, ne? Zum Beispiel Kontakt zur Familie, Jobaussichten, die sind alle grüner Haken bei gerade in migrantischen Milieus. Ja, ne? ja. Also der freigelassene Terrorist ist immer noch verheiratet, kriegt einen Job beim Onkel und so weiter. Alles grün, aber nicht wirklich deradikalisiert oder, wenn es jetzt normale Kriminalität ist, nicht wieder reintegriert. Da müsste man anders hinschauen. Und da hat sie zum Beispiel geforscht, was verschiedene soziologische Merkmale und Verhaltensweisen sind und wie tatsächlich Resozialisierung von normalen, in Anführungszeichen Kriminellen, anders zu beurteilen ist, je nach kulturellem Kontext. Das ist aber, die sind beide Psychologen, Stefan Tüdex und Stefanie Schmidt. Das ist halt überhbt nicht mein Phänomenbereich. Deswegen, ich finde es hochinteressant, aber da halte ich mich wirklich raus. Ja, klar, es ist auch kompliziert. Welche Fehler macht die westliche Präventionsarbeit aktuell? Gerade wenn sie kulturelle oder religiöse Gewalt, wie du gesagt hast, außer Acht lässt. Also der größte Fehler ist tatsächlich der Rassismus der niedrigen Erwartung, beziehungsweise die Kollektivierung von Individuen. Weil der erste Schritt zur Radikalisierung ist eben die Verantwortung für Gemeinschaft, erstmal die Leute als Gemeinschaft zu sehen und nicht als Individuen und dann die Verantwortung für die Gemeinschaften in die Hände von Radikalen zu legen. Genau. Und damit auch den Zugang zur Gesellschaft über Radikale, was natürlich das Ticket für Radikalisierung von ganzen Gemeinschaften ist. Ich halte es für einen grundsätzlichen Fehler, Religion als Merkmal für Integration zu nutzen. Ich denke, Religion ist Privatsache. Wenn die Leute gläubig sind, in welcher Form auch immer, fein. Hat überhaupt nichts damit zu tun, wie sie integriert werden und was wir als Merkmale für Deradikalisierung oder Integration nehmen könnten. Da wäre ein Merkmal aus Frauenrechtsperspektive: Du erlaubst deiner Tochter, ihr Leben selbstbestimmt zu leben. Ist mir komplett egal, welche Herkunft und welche Religion die Leute haben. Das ist für mich ein Merkmal von Integration. Die hiesigen Gesetze werden eingehalten und akzeptiert und es gibt auch keinerlei sozialen Druck auf die Tochter, zum Beispiel sich einen eigenen Partner nicht wählen zu können, Berufe zu wählen, wie sie will und so weiter. Das ist für mich ein Merkmal von Integration, soziale Integration. Da wird überhaupt nicht hingeschaut. Auch wenn man zurückschreckt, das durchzusetzen. Und natürlich ist die Überzeugung, darf man ja weiter haben, dass Frauen an den Herd gehören und so weiter. Das ist komplett legal. Nur darf man die eigene Tochter nicht dazu zwingen, wenn sie sich das nicht freiwillig antut. Es gibt Frauen, die das freiwillig machen. Die Frage ist, wenn man Frauen schützt, wie viele dabei bleiben. Ich glaube, es ist halt wirklich einer der größten Fehler, dass man keine Transparenz herstellt im Bereich bei Förderungen. Ich denke tatsächlich, dass gerade die extremistischen Verbindungen sehr, sehr schnell offenkundig werden, wenn man finanzielle Transparenz zum Grundsatz macht. Nebenbei würde man halt auch Korruption bekämpfen, was, finde ich, ein sehr angenehmer Nebeneffekt ist, dass also nicht, weil man sich seit 20 Jahren kennt und immer schon irgendwie die Fördermittel an Organisation XY gegeben hat, das weiter tut, egal wie gut die Arbeit dieser Organisation ist. Es ist einfach Steuermittelverschwendung. Selbst wenn es nicht schädlich ist, ist es Verschwendung. Und ich denke, wir können sie uns in der aktuellen Situation nicht mehr leisten. Das sind so ein paar Grundfehler. Und ich denke, man sollte tatsächlich genauer hinschauen, Sicherheitschecks
in vielen Bereichen, die eben nicht gemacht werden. Also ich habe gerade vorhin ein Gespräch geführt mit einem Reporter, der hat einen Menschen aus der Deradikalisierungsarbeit interviewt bei sich zu Hause wegen Schnee, Eis und so weiter, unserer aktuellen Situation, und berichtet mir komplett schockiert, dass als das Interview zu Ende war, es ging um islamistischen Phänomenbereich, die Frau dieses Angestellten in einem Deradikalisierungsprojekt aus dem Zimmer kam und die war voll verschleiert. Selbstverständlich kann sie sich freiwillig voll verschleiern. Die Frage ist nur, wie deradikalisierend ist die Wirkung von jemand, der eine solche Frau geheiratet hat, auf junge Mädchen? Ja. Wem können sie? Und da ist, glaube ich, einer der größten Fehler, den wir machen, ist, dass wir Empowerment, gerade von Frauen, auch häufig in die Hände von Radikalen geben. Ja. Die Frauen dann empowern, in Anführungszeichen, hin zu einer einem radikalen Lebensweg, weil Frauen sich dann ganz kleine persönliche Freiheit durch Radikalisierung erkämpfen können. Also innerhalb eines islamistischen Systems, je rigider Frauen die islamistischen Regeln einhalten und nach außen vertreten, desto mehr persönliche Freiheit gewinnen sie, aber sie tragen damit zur Radikalisierung der Gemeinschaften bei. Und sichere Räume für Mädchen zu schaffen, in denen ihnen garantiert wird, dass ihre Rechte gewahrt werden, das wäre ein wahnsinnig wichtiger Schritt. Und der wird halt weiter leider nicht gemacht. Also im Grunde, unterm Strich, sollte der Staat selbst viel mehr Verantwortung übernehmen, anstatt die Verantwortung den Radikalen zu überlassen, die quasi als Proxys Genau. Es gibt, eigentlich muss staatliche Neutralität in sämtlicher staatlicher Arbeit gewahrt werden. Also es kann nicht sein, dass in Präventionsprojekten und Deradikalisierungsarbeit zum Beispiel religiöse Figuren eingebunden werden. Also Imame haben nichts zu suchen bei Deradikalisierung, egal wie deradikalisiert sie selber sind. Absolut. Es hat nichts mit Religion zu tun. Also man sollte Religion nicht als Mittel verwenden zur Deradikalisierung, abgesehen davon, dass sie oft verlieren gegen Salafisten, die nämlich theologisch extrem gut trainiert sind und die an die Wand argumentieren, ist das kein Mittel, sondern man muss zurückkehren zur individuellen Merkmalen und individueller Betrachtung, weg von Gruppenmerkmalen wie Religion. Und das ist einer der Hauptfehler, den wir machen. Wir versuchen nicht individuell zu integrieren, sondern Gruppen zu kollektivieren und damit sozusagen ruhig zu stellen. Und das ist ein Grundfehler unserer Integrationspolitik. Ja, da kann ich dir absolut beipflichten. Jetzt zum Abschluss, wenn du jungen Frauen gerade in progressiven Milieus eine unbequeme Wahrheit mitgeben müsstest, die wirklich schützt, welche wäre es? Also jungen Frauen, ich habe tatsächlich mit jungen Frauen diskutiert, die auf diese sogenannten pro-palästinensischen Demonstrationen gegangen ist, denen erzähle ich oft die Geschichte meiner Mutter. Meine Mutter kommt aus einem katholischen Milieu und ihre eigene Mutter hat die Straßenseite gewechselt, als sie mit 17 zum ersten Mal Jeans getragen hat. Meine Mutter ist zu jung für die alte 68er-Bewegung, aber sie hat davon profitiert, dass Frauen ihrer Generation und der davor sich gegen kirchliche Regeln, Keuschheitsregeln für Frauen aufgelehnt haben. Wenn jetzt Frauen aus vermeintlicher Hilfe für Palästinenserinnen auf die Straße gehen und den Israelis die Schuld an den ihnen angetagenen Verbrechen gehen, machen sie sich selber zum Ziel. Weil Täter immer ein Aber finden. Wer sagt, ja, die Vergewaltigungen haben stattgefunden am 7. Oktober, aber Israel, sagt aber Minirock. Weil ein Täter wird immer sagen, aber die Frau, aber die Israelis. Aber sie hat Minirock getragen, aber sie war betrunken, aber sie war alleine unterwegs. Und was ich diesen Frauen sage, ist, ihr geht für Kinderküche Kalifat auf die Straße, während eure Großmütter gegen Kinderküche Kirche protestiert haben. Ihr dreht die von euren Großmüttern erkämpften Frauenrechte zurück und es wird auf euch zurückfallen. Ja. Das ist enorm traurig. Ja, das stimmt. Aber da arbeiten wir gegen. Und wir haben eine Chance, das zu stoppen. Ja, also. Absolut. Rebecca, vielen Dank für deine Zeit und die Einordnung. Es war wirklich sehr aufschlussreich und ich denke, wir haben viel Arbeit vor uns und wir werden es auch schaffen. Ja, wir drehen den Satz rum, der uns so viel übel gebracht hat. Wir schaffen das tatsächlich. Früher haben die Frauen Take Back the Night gerufen, wir sagen Take Back the Day.
Absolut. Und wir sind da. Danke dir nochmal für das Gespräch. Vielen Dank.